Seit in Walibi Belgien 2016 die große Erweiterungs- und Renovierungsphase ausgerufen wurde, hat sich das Erscheinungsbild des Freizeitparks immer mehr hin zu einem vollwertigen Themenpark gewandelt. Nicht nur neue Themengebiete mit umfangreicher Gestaltung wurden geschaffen, auch große und kleine Attraktionen und Fahrgeschäfte kamen in kurzer Abfolge hinzu. Heute gehört der Park ohne Zweifel zu den Top-Parks mindestens in der Benelux-Region, wenn nicht sogar europaweit. Damit ihr bei eurem Besuch auch wisst, was ihr auf keinen Fall verpassen solltet, kommen hier meine Top 10 Achterbahnen und Fahrgeschäfte im Walibi Belgien. Platz 10. Silverton. Mit Silverton, dem Sidecar von Technical Park, haben wir einen eher entspannten, aber interaktiven Opener für das Ranking. Das Fahrgeschäft überzeugt nicht nur mit hübscher Gestaltung, sondern auch damit, dass die Fahrgäste die Höhe des Aussprungs ihrer Gondel selbst über einen Hebel bestimmen können. Damit ist von der ruhigen Karussellfahrt bis zur mäßig aufregenden Schräglage alles drin. Damit darf das Rundfahrgeschäft für die ganze Familie die Top-10-Liste verdient eröffnen. Platz 9. Calamity Mine. An sich wären auf dem ersten Achterbahnspot des Rankings für manchen auch Werwolf oder Vampire in Frage gekommen. Aber ich habe irgendwie eine Schwäche für die klassischen Vekoma Mine Trains. Zudem wurde diese Achterbahn auch umfangreich gestaltet, führt durch Höhlen sowie vorbei an Wasserfällen und Teichen. Zugegeben, die Fahrt ist zwar nicht besonders aufregend und sicher auch nicht mehr auf dem Komfortstandard moderner Achterbahnen, dennoch halte ich die Präsentation des Standardlayouts mit 2 Lifthügeln, den vielen Helices und Themenelementen für einen würdigen Platz 9 in meinem Ranking. Platz 8. Raja River. Mein Platz 8 ist besonders geeignet, um die sehr warmen Tage etwas in den Griff zu bekommen. Das große Rafting des Walibi besticht durch eine schicke Gestaltung des Flussverlaufs sowie mit einigen wilden Stromschnellen und vielen kleinen erfrischenden Wassereffekten während der Fahrt. Wenn ihr also etwas Abkühlung im Sommer sucht, dann ist das hier eure Gelegenheit. Aber Achtung, ihr werdet nicht allen nassen Momenten entkommen können. Sollt ihr auch gar nicht. Dank ein paar gut platzierten Überraschungseffekten landet der Raja River auf meinem Platz 8 im Walibi Belgien. Platz 7. Popcorn Revenge. Mit Popcorn Revenge hat sich das Walibi Belgien einen zweiten interaktiven Dark Ride in den Park geholt. Während es The Challenge of Tutankhamun genau wegen diesen interaktiven Geballer nicht in meine Top 10 schafft, der wäre als normaler Dark Ride nämlich irgendwie besser, schafft Popcorn Revenge das aber durchaus. Der Ride setzt primär auf Bildschirmtechnik, ist jedoch auf eine Art inszeniert und die Technik der Popcorn-Kanonen funktioniert so gut, dass ich hier immer eine Menge Spaß habe. Die vielen kleinen Gags und Anspielungen an große Film-Franchises machen diesen Ride nur noch sympathischer. Mit tollem Humor und guter Inszenierung ploppt Popcorn Revenge auf meinem Platz 7. Süß bitte, nicht salzig. Platz 6. Tichiwaka. Die nächste familientaugliche Achterbahn erwartet uns mit Tichiwaka. Der Gerstlauer Bobsled Coaster kommt im tropischen Design daher und bietet in seinem Innenraum sogar noch ein Hindernis bzw. Kletterpfad. Es handelt sich bei Tichiwaka um ein verhältnismäßig großes und langes Modell dieses Achterbahntyps. Aber keine Angst, die Fahrt bleibt vollständig familientauglich. Zum Finale für mich sogar etwas zu sehr, denn verglichen mit ähnlichen Modellen kommt auf den letzten Hügeln etwas weniger Airtime auf. Deswegen schafft es Tichiwaka auch nur auf meinen Platz 6. Platz 5. Dalton Terror. Bei Dalton Terror handelt es sich um einen Intamin Freefall Tower. Dieser steht im Western-Bereich und ergänzt den familientauglichen Mine Train als Sidekick mit mehr Adrenalin. Mit seiner Höhe und prominenten Platzierung auf dem großen Platz der Westernstadt macht der Turm schon ordentlich Eindruck. Der Drop selbst liegt dann in seiner Intensität eher im Mittelfeld und kommt an die ganz großen Gyro Drop Tower vom selben Hersteller nicht ganz ran. Dennoch, einmal den Boden stürzen ist immer eine gute Idee. Also zumindest in solchen Türmen. Dafür gibt es von mir Platz 5 unter den Top Rides im Park.
Platz 4. Pulsar. Pulsar war 2016 der Auftakt zum großen Masterplan für den Umbau des Walibi Belgien. Der Prototyp des Power Splash von Mack Rides, hier in der großen Variante mit Drehplattform, um 2 Boote zu betreiben, setzt auf LSM-Launches, 2 vertikale Spikes und einen finalen Splash, der sich sehen lassen kann. Zugegeben, die Launch-Sequenzen selbst sind nicht übermäßig intensiv. Die Spikes jedoch geben durchaus etwas Airtime beim Richtungswechsel. Wenn die Maximalhöhe nach dreimaligem Überfahren des Beschleunigungsabschnittes erreicht ist, steigt der Wasserspiegel im Splash und eine respektable Welle erhebt sich vor dem Boot. Das meiste davon kommt zwar wieder im Becken und der Splash-Zone am Rand an, doch auch auf den Fahrgästen landet je nach Sitzposition eine beachtliche Menge Abkühlung. Nicht nur von außen beeindruckend, auch im Boot ein nasser Spaß. Besondere Empfehlung natürlich im Sommer und mein Platz 4 im Ranking. Platz 3. Turbine. Seitdem der Bereich um den Indoor-Shuttle-Loop von Schwarzkopf 2025 zur Dockworld umgestaltet wurde, hat auch dieser Shuttle-Coaster seine alte Gestaltung zur Turbine zurückerhalten. In völliger Dunkelheit geht es vorwärts und rückwärts seit der großen Renovierung 2013 angetrieben von LEM-Modulen durch einen intensiven Vertikallooping. Die Bahn hätte es auch durchaus auf meinen Platz 2 schaffen können, wenn sie das Thema Psyche Underground behalten hätte. Ich mochte den chaotischen Comic-Stil mit Animationssequenzen zum Start der Fahrt ehrlich gesagt deutlich lieber als die völlige Dunkelheit ohne Pre-Show, die jetzt herrscht. Deswegen kommt der gute alte Schwarzkopf-Shuttle-Loop, der von Gerstlauer einen neuen Zug- und LEM-Antrieb bekommen hat, nur gerade so auf Platz 3. Platz 2. Mechalodon. Bei Mechalodon handelt es sich um die neueste Achterbahn im Walibi Belgien und zudem einen Prototypen des Gerstlauer Airtime Coasters. Die als familientaugliche Abschussachterbahn ausgelegte Anlage zeigt nicht nur wieder einmal thematisch, sondern auch in der Fahrdynamik, wie gut und kraftvoll eine moderne Familienachterbahn sein kann. Mechalodon besticht nicht nur durch seine 3 Launch-Abschnitte, davon einer aus dem Stand, sondern insbesondere auch durch ein sehr langes und überraschend abwechslungsreiches Layout. Die dynamischen Umschwünge, übergeneigten Richtungswechsel und vielen kurzen Airtime-Momente dieser Achterbahn sind fantastisch choreografiert und um ehrlich zu sein, ich denke, hier beginnt für Gerstlauer eine ganz neue Ära im Bau von modernen Family Coaster. Diese Achterbahn vereint Familienfreundlichkeit durch den Zugang ab 1 Meter Körpergröße mit einer Achterbahnfahrt, die selbst den erwachsenen Enthusiasten begeistern kann. Die schicke und meist bodennahe Einbettung in den Park und den neuen Dockworld-Bereich tut ihr Übriges. Mit Mechalodon hat man hier eine richtig unscheinbare Perle im Park, welche ihr ganzes Potenzial erst während der Fahrt offenbart. Eine Top-Leistung von Walibi und Gerstlauer. Bitte mehr davon. Ein mehr als verdienter Rang 2 unter den Top-Rides im Walibi Belgien. Mein Platz 1, Conda. Kaum einer wird jetzt überrascht sein, dass Conda auf meinem persönlichen Platz 1 im Park steht. Der Intermin Mega Coaster der neuesten Generation besticht nicht nur durch pure Höhe oder Geschwindigkeit, sondern insbesondere auch durch die Dynamik und Adrenalinkurven im Fahrablauf. Während der erste Abschnitt auf lange, kräftige Airtime setzt, gibt es im Mittelteil ordentlich Fokus auf positive Kräfte. Und das Ende konzentriert sich auf schnelle Umschwünge und viele kurze, aber kräftige Airtime-Momente. Insgesamt hat das Walibi Belgien mit Conda eine Achterbahn auf die Stützen gestellt, die ohne weiteres den Kampf mit internationalen Größen antreten kann. Dabei ist der Intermin Mega Coaster keine Expedition GeForce 2.0. Es erinnert mich eher ein wenig an ein Erleben einer Gesamtkomposition, welche mehr als nur gelungen daherkommt. Da vergisst man gerne mal die paar wenigen Kritikpunkte im Gesamtablauf sowie der wegfallenden Gestaltung des Streckenverlaufs und weiten Teilen der Wartezone. Und statt sich an Kleinigkeiten aufzuhängen, dreht man doch lieber noch eine Runde. Denn was Conda verdammt gut raus hat, ist Achterbahnunterhaltung auf ganz hohem Niveau und deswegen zweifelsfrei mein ungeschlagener Platz 1 im Walibi Belgien.
waren meine Top 10 Fahrgeschäfte und Achterbahnen im Walibi Belgien. Sieht euer Ranking anders aus? Möchtet ihr etwas ergänzen oder ihr habt Fragen? Dann ab damit in die Kommentare oder schreibt mir über meine Social Media Kanäle. Ihr findet alle Links in der Videobeschreibung.